ist es wahr, dass China bald Amerika überholen wird. Die chinesische Wirtschaft, wenn man ihrer offiziellen Statistik Glauben schenken darf, erholt sich schneller als die amerikanische. Experten schließen nicht aus, dass China im Jahr 2028 sowohl im BIP als auch in anderen wirtschaftlichen Kennzahlen führend werden könnte. Es bleibt nur zu entscheiden, wie korrekt diese Indikatoren im Wettbewerb um den Erfolg und das glückliche Leben gewöhnlicher Bürger sind. Lassen Sie uns betrachten, wie es China unter der Führung der KPCH gelungen ist, solche Errungenschaften zu erzielen. Die KPCH, Kommunistische Partei Chinas, spielt eine führende Rolle in der VR China, Volksrepublik China, gegründet 1921. Sie leitet alle Bereiche des Lebens des Landes seit der Gründung der VR China im Jahr 1949. Die wichtigste historische Aufgabe, die von der KPCH gelöst wurde, ist die Schaffung eines unabhängigen und einheitlichen chinesischen Staates. Im Statut der KPCH ist festgelegt, dass das höchste Ideal und das endgültige Ziel der Partei die Verwirklichung des Kommunismus ist. In China hat man weise gehandelt, indem man das Beste aus der Plan- und Marktwirtschaft übernommen hat und damit bewiesen hat, dass in einem Land zwei Systeme existieren können. Dies hat es Macau und Hongkong ermöglicht, sich schrittweise mit der Heimat zu vereinen. Lassen Sie uns nun herausfinden, was die Geheimnisse des Erfolgs Chinas sind und wie die Politik dieses Landes in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens umgesetzt wird. In erster Linie ist es natürlich das Gesellschaftssystem. Die Regierung Chinas bezeichnet dies als Sozialismus mit chinesischer Prägung. Wo hat alles begonnen? Nachdem er das Land übernommen hatte, proklamierte Xi Jinping das Konzept des chinesischen Traums von der großen Wiederbelebung der Nation, das die Grundlage des aktuellen sozialpolitischen Kurses bildet. Auf Initiative der KPCH wurden Freihandelszonen geschaffen, private Banken im kleinen und mittleren Maßstab eingerichtet und die Beschränkungen für die Registrierung in Dörfern und kleinen Städten aufgehoben. Die Bauern, die in die Städte gezogen sind, haben das Recht auf soziale Sicherung und Wohnraum erhalten. Die staatliche Unterstützung erhielt die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen alleinstehende ältere Menschen, Frauen, Waisen und Menschen mit Behinderungen. China hat die staatliche Kontrolle über praktisch alle wichtigen Sektoren der Wirtschaft beibehalten, einschließlich Finanzen, Öl, Energie, Luftfahrt, Bildung, Telekommunikation, Automobilindustrie, Verkehrsinfrastruktur und Gesundheitsversorgung. Die Hauptziele des Landes in dieser Richtung sind die Umsetzung der sozialistischen Modernisierung und die große Wiederbelebung der chinesischen Nation, der Aufbau einer Gesellschaft des mittleren Wohlstands und die Verwandlung Chinas bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts in eine mächtige, demokratische, hochkulturelle, harmonische und schöne sozialistische Macht. Auch der Kampf gegen Korruption ist von großer Bedeutung. Die KPCH ist streng gegenüber Erscheinungen von Formalismus, Bürokratismus und Verschwendung. Diejenigen, die Bestechungsgelder annehmen, brechen nicht nur das Gesetz, sondern schaffen auch Bedingungen für einen Verzicht auf die kommunistische Ideologie und die Partei ist gnadenlos gegen sie. Im Rahmen der Antikorruptionsuntersuchungen haben die Disziplinarinspektionsbehörden Chinas in den ersten 3 Quartalen des Jahres 2020 über 400.000 Verfahren eingeleitet, was dazu führte, dass 390.000 Personen gerecht bestraft wurden. China fördert aktiv die Antikorruptionszusammenarbeit unter internationalen Organisationen wie der UNO, der APEC und den BRICS. Von Anfang 2014 bis Juni 2020 hat China fast 8.000 Flüchtlinge aus mehr als 120 Ländern und Regionen zurückgebracht, zusammen mit 2.085 Millionen Dollar gestohlenem Geld. Hier ist es wichtig zu beachten, dass ein aktueller Bericht der Harvard-Universität zeigt, dass unter der Führung der KPCH die Zufriedenheit des chinesischen Volkes mit der Regierung 93% erreicht. Was denken Sie, warum dieser so hohe Zufriedenheitsgrad besteht? Eine der Hauptursachen ist die Politik der Regierung zur Befreiung des Landes von der Armut. Der Kampf gegen die Armut ist kein leerer politischer Slogan, sondern eine verwirklichte Idee. In China wurden 832 Bezirke als arm definiert. Bis 2020 sollten die Einkommen ihrer Bewohner gemäß dem Versprechen der KPCH erheblich steigen. Die Beseitigung der Armut ist ein gemeinsames Problem, das die Menschheit betrifft und das Hauptziel der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bis 2030. China hat dieses Ziel 10 Jahre früher als geplant erreicht und der Beitrag zur Reduzierung der Zahl der Armen in der Welt überstieg 70%. Erstmals in der Geschichte Chinas wurde die Armut vollständig beseitigt. Eines der wichtigsten Ziele der KPCH im Kampf gegen die Armut ist die Unterstützung von Kleinunternehmen und die berufliche Ausbildung im Bereich
Bereich Unternehmertum, die dank staatlicher Sozialschutzprogramme auch für einkommensschwache Menschen zugänglich geworden sind. Die einkommensschwache Bevölkerung erhält ebenfalls eine verpflichtende Bildung, hat Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung und sicherem Wohnraum. Und wie steht es um die Infrastruktur? Einer der Indikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft ist der Stromverbrauch und das Transportvolumen. Zum Ende des Jahres 2019 wurden in China 139.000 Kilometer Eisenbahnen verlegt, davon 35.000 Kilometer für Hochgeschwindigkeitszüge. Dies sind weltweite Rekordwerte. China baut aktiv Transportinfrastruktur nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Länder der Welt, wodurch die Entwicklung des internationalen Handels gefördert wird. Auch der Gütertransport beschleunigt sich. Der erste Hochgeschwindigkeitsfrachtzug der Welt mit einer Geschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde wurde in China gebaut. Aber der maximale Güterverkehr erfolgt über die Straßen. Stellen Sie sich vor, dass bereits im Jahr 2014 das Netz der Schnellstraßen in China das Netz der Schnellstraßen in Amerika übertroffen hat. Und wie steht es um die Wissenschaft? Erstaunlich ist, dass China sogar in diesem Bereich Erfolge erzielt hat. Nach dem Volumen der Investitionen in wissenschaftliche Forschung belegt China derzeit den zweiten Platz in der Welt. Der globale Innovationsindex, veröffentlicht von der Weltorganisation für geistiges Eigentum, zeigt, dass Chinas Ranking von Platz 29 im Jahr 2015 auf Platz 14 im Jahr 2020 gestiegen ist. China hat sich die grandiose Aufgabe gesetzt, bis 2045 zu einer führenden weltweiten Raumfahrtnation zu werden. Die Erschließung des Weltraums ist ein Indikator für die Bestrebungen eines Staates sowie für das Niveau seiner Wirtschaft und Technologien. Die Pläne des Landes für die kommenden Jahrzehnte sehen den Bau einer Forschungsstation auf dem Mond und einen bemannten Flug zum Mars vor. Ein möglicher Teil des Erfolgs besteht darin, dass China seine Ideologie anderen Ländern nicht aufdrängt, sein Modell des Sozialismus nicht exportiert und sich nicht in militärische Konflikte einmischt. Vielleicht hat das ihm ermöglicht, ein enormes internationales Ansehen zu erlangen. In China erinnert man sich gut daran, dass das Land noch vor nicht allzu langer Zeit, gemessen an historischen Maßstäben, rückständig, zersplittert und schwach war. Ausländer fühlten sich wie zu Hause, während sie Opium verkauften und Hauptstädte niederbrannten. Aber jetzt ist China unter der Führung der KPCH auferstanden und hat sich zu einer der mächtigsten Mächte der Welt entwickelt. Die Hauptfrage, die Experten heute stellen, wenn sie die Entwicklung Chinas betrachten, ist, ob dieses Land seine erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und hohe Wachstumsraten der Wirtschaft beibehalten kann. Die allgemeine Meinung ist, dass China es schaffen kann. Wodurch überholt China andere Länder? Einer der Hauptfaktoren ist die Unterstützung der KPCH durch das Volk. Das chinesische Volk glaubt an die Partei. China ist ein Beispiel dafür, wie staatliche Politik im Interesse der Gesellschaft umgesetzt wird. Und jeder Bewohner des Landes kann die Ergebnisse dieser Politik am eigenen Leib erfahren. Die Gesellschaft vertraut der chinesischen Regierung. Das ist einer der Faktoren, warum das Wachstum anhalten wird. Die Treiber werden das Wachstum der inländischen Nachfrage und die Ergebnisse in der wissenschaftlich-technischen Tätigkeit sein, sowie der Übergang zur Industrie 4.0 und zur Digitalisierung, die wichtige Prioritäten im Rahmen des Entwicklungsprogramms des Landes darstellen. Der Führer des Landes, Xi Jinping, hat 3 Bedingungen für die Verwirklichung des chinesischen Traums festgelegt. 1. Es ist unbedingt erforderlich, den chinesischen Weg zu gehen, das heißt, den Weg des Sozialismus mit chinesischer Prägung. 2. Es ist notwendig, den chinesischen Geist zu erheben. 3. Es ist notwendig, die Kräfte der Nation zu vereinen, die aus der großen Einigkeit von 56 Nationalitäten hervorgehen. Somit liegt der Grundlage für die umfassenden Veränderungen in den sozialen und wirtschaftlichen Bereichen der chinesischen Gesellschaft eine starke spirituelle und ideologische Komponente zugrunde. Sie inspiriert die Chinesen zu neuen Errungenschaften und nur wenige zweifeln daran, dass der chinesische Traum im vorgesehenen Zeitraum verwirklicht wird. Freunde, was denkt ihr, was das Geheimnis des Erfolgs von China ist? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank an alle für die Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn das Video informativ war. Bis zum nächsten Mal.